Ayubowan an alle! Lass uns heute zusammen ein leckeres Garnelen-Curry nach sri-lankischer Art zubereiten. Hierzu nehmen wir 250 Gramm Garnelen, ausreichend für 5 Personen, 5 Nelken, 4 Kardamons und 3 Zimtstücke, 1 Teelöffel schwarze Pfeffer, 3 Teelöffel Chilipulver, 4 grüne Chilis, 1 Teelöffel Tomatenketchup, eine klein geschnittene Tomate, jeweils einen halben Löffel Kümin und Fenchelkörner, jeweils 15 Gramm Knoblauch und Ingwer gehackt, 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Kurkuma, eine klein geschnittene Zwiebel, 1 Teelöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Boxhornklee, ungefähr 15 Curryblätter, ein Pandanblatt und ein Zitronengras, 1,5 Teelöffel Currypulver und als letztes 150 ml Kokosmilch. Bevor wir mit dem Kochen anfangen, müssen wir die Garnelen marinieren. Erstmal geben wir unser Pfeffer hierzu. Dann von unseren 3 Löffel Chilipulver nur einen Löffel Chilipulver hinzugeben. Dann ein 3/4 Teelöffel von unserem Salz. Dann noch einen halben Teelöffel Kurkuma. Jetzt mischen wir das Ganze gut zusammen und lassen das ein bisschen ruhen, damit die Garnelen die Gewürze gut aufnehmen können. In der Zwischenzeit können wir unsere Nelken und Kardamom gut zerkleinern. Nach 15 Minuten können wir anfangen zu kochen. Hierzu geben wir 2 Esslöffel Olivenöl in unserem Kochtopf. Sobald das Öl sich erhitzt hat, geben wir unsere Garnelen hierzu und braten das leicht an. Da wir einen relativ kleinen Topf haben, tun wir das Ganze in 2 Schritten. Hier nur darauf achten, dass ihr euer Herd nicht auf die höchste Stufe, sondern in der mittleren Stufe anhabt. Während wir das leicht anbraten, geben wir noch einen Teelöffel Butter hinzu. Das gibt dann wieder noch einen guten Geschmack. Das braten wir dann so circa 2 Minuten gut beiderseitig an. Unsere Garnelen sind jetzt gut leicht angebraten, also geben wir es in eine separaten Schüssel hinzu und braten unsere restlichen Garnelen ebenfalls leicht an. Zum Anbraten der restlichen Garnelen benötigen wir hier kein zusätzliches Öl. Es reicht vollkommen aus, wenn wir noch einen Teelöffel Butter hinzugeben. Vielleicht wundert ihr euch, wieso wir die Garnelen nur leicht anbraten. Wir kochen die Garnelen später in Kokosmilch, deswegen reicht es ganz gut aus, wenn es nur leicht angebraten wird. Die Garnelen sehen gut aus, gut leicht angebraten, also tun wir die zu den anderen gebratenen Garnelen hinzu. So, jetzt geben wir wieder einen Esslöffel Olivenöl in den Topf hinzu. Dann geben wir unsere gehackte Ingwer und Knoblauch hierzu und braten das leicht an.
Wenn es anfängt gut zu duften, geben wir unsere Nelken und Kardamom hinzu, die wir vorhin zerkleinert hatten. Als nächstes geben wir unser Pandan und Curryblätter, Zimt und Zitronengras hinzu. Dann noch unsere Zwiebeln und mischen das Ganze gut. Danach können wir unser Fenchel, Kumin und Bockhornklee hinzugeben. Bitte nicht vergessen, dass wir die ganze Zeit die Hitze auf eine mittlere Stufe anhaben, sonst verbrennen unsere ganzen Zutaten sich. Dann geben wir unsere Tomaten hinzu. Gleich im Anschluss geben wir unser Chili-Pulver, unser Currypulver, unser Kurkuma und die grüne Chili hinzu und mischen das Ganze durch. Diejenigen, die es nicht so gerne scharf haben möchten, einfach die grüne Chili und das ganze Chili-Pulver weglassen, benutzt einfach dazu schwarze Pfeffer. Das schmeckt dann auch gut. Danach können wir unser Salz hier hinzugeben. Das Ganze dann wieder gut mischen. Unsere Mischung mit den ganzen Zutaten ist jetzt gut temperiert. Jetzt können wir unsere leicht gebratene Garnelen hinzufügen und alles gut mischen. Wenn alles gut vermischt ist, können wir unsere 150 ml Kokosmilch hier zugeben und lassen das eine gute 10 Minuten gut kochen. Hier könnt ihr die Hitze aufdrehen, damit es gut aufkocht. So soll es dann nach 10 Minuten ungefähr aussehen. Jetzt ein bisschen umrühren und euer Herd auf die niedrigste Stufe einstellen. Jetzt geben wir unsere Sojasauce dazu und unser Tomatenketchup ebenfalls und lassen das Ganze für 5 Minuten nochmal gut kochen. Nach 5 Minuten könnt ihr jetzt ein bisschen kosten und nachsalzen, wer möchte. Und somit sind wir dann fertig mit dem Kochen. Das ist unser schöner und sehr leckerer Garnelencurry. Probiert es mal selber aus und sagt uns, wie das war. Das könnt ihr gerne mit Reis essen oder auch gerne mit Brot. Egal wie, es schmeckt einfach Hammer. Hat euch dieses Video gefallen, dann vergisst nicht auf das Gefällt mir Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.